Das Instrument ist nun in meiner Werkstatt angekommen und wird im Folgenden komplett zerlegt. Immer von großem Vorteil, wenn alles noch im Originalzustand ist. Es ist oft viel schwieriger und zeitintensiver, wenn bereits eine nicht fachgerechte, umfangreiche Überarbeitung durchgeführt wurde. Man erkennt die zahlreichen Risse im Resonanzboden. Zunächst werden sämtliche Dämpfer ausgebaut. Dazu werden die Schrauben am Dämpferklotz gelöst und die Dämpfer vorsichtig nach oben herausgezogen. Damit die Reihenfolge erhalten bleibt, steckt man diese in eine Dämpferlade. Sämtliche Anbauteile wie Notenpultführungen und die Deckelstütze werden entfernt. Die vordere Schlossleiste ist mit 6 dicken, kurzen Holzschrauben am Gussrahmen befestigt. Nachdem die Leiste abgenommen wurde, kann der Stimmstock auch von vorne begutachtet werden. Nach nunmehr 80 Jahren ist er in einem einwandfreien Zustand. Auch die Deckelarretierung wird abgeschraubt. Nun werden sämtliche Wirbel gelöst und damit die Saitenspannung gleichmäßig abgesenkt. Die Saiten werden direkt am Stimmwirbel abgezwickt. Dann werden die alten Saiten abgenommen und auch die Saitenauflagen entfernt. Im Anhangbereich verwendet Blüthner als Saitenauflage meist stärkere Holzleisten, um den Stegdruck einzustellen. Bei Blüthner-Instrumenten sind die Saiten im Anhang einzeln aufgehängt. Die blauen Filzringe an den Anhangstiften werden natürlich ebenfalls erneuert. Beim Ausdrehen der Stimmwirbel merkt man, ob alle Wirbel noch gleichmäßig fest im Stimmstock sitzen und ob Rost am Gewinde vorhanden ist. In diesem Fall kann man sich das Aufbohren des Stimmstockes sparen und direkt Wirbel mit einem größeren Durchmesser verwenden. Wenn es noch die originalen Wirbel sind, haben diese meist einen Durchmesser von 6,75 mm und es reicht hier, wenn man bei den neuen Wirbeln um 2 Stufen auf 7,0 mm heraufgeht. Damit erreicht man einen sehr guten, nicht zu festen Wirbelgang, ohne dass die Wirbel beim Drehen knacken. Bei Blüthner-Flügeln sind vor allem im Bereich des Stimmstocks unglaublich viele Schrauben unterschiedlichster Dimensionen verbaut. Daher muss beim Ausbau alles gut dokumentiert werden, damit jede Schraube beim Wiedereinbau ihren richtigen Platz findet. Auch die Plattenstützschrauben mit Maschinengewinde werden herausgedreht. Jetzt wird noch der Dämpferrechen abgeschraubt und abgenommen. Blüthner-Flügel verfügen über Plattenstützschrauben, die zusätzliche Stabilität in der Stimmhaltung geben. Diese wird nun zurückgedreht, damit die Platte freiliegt und ausgebaut werden kann. Auch ein Markenzeichen bei Blüthner sind die recht massiven Messingblenden vor dem Stimmstock. Die sehen optisch super aus, wenn sie wieder auf Hochglanz poliert sind, haben aber in erster Linie den Zweck, den Stimmwirbeln Stabilität zu geben. Sie stellen einen Kompromiss zwischen Vollpanzer-Gussplatte, wie bei Steinway, und Gussplatte mit Wirbelfenstern, wie bei Bechstein, dar. Alles ist nun bereit, um die sehr massive und schwere Gussplatte aus dem Instrument zu heben. Dazu muss man den Schwerpunkt der Gussplatte kennen und den Hebelgurt an dieser Stelle platzieren. Mit einer elektrischen Seilwinde kann die Platte dann ganz einfach nach oben herausgezogen werden. Der nun deutlich leichtere Flügel wird nun einfach zur Seite weggeschoben und die Gussplatte auf einem Rollwagen abgelassen. Nach gründlicher Trocknung sollen die Risse im Resonanzboden ausgespänt werden. Im nächsten Teil dieser Serie stelle ich dazu meine neu entwickelten Vakuumblöcke vor, mit denen man die Führungsschiene sehr schnell und präzise an den vorhandenen Rissen ausrichten und festspannen kann. Mit einem Druckluftfräser werden dann sämtliche Risse sauber ausgefräst und neue Fichtenspäne eingeleimt. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen rauf und ein Abo freuen.